Hey, was geht ab, ihr Rabauken? In letzter Zeit kamen einige Fragen zum Thema Keyframes auf. Grund genug für mich, dazu ein eigenes Video zu machen. Bleibt unbedingt dran, viel Spaß dabei. Hi, mein Name ist Eugen und ihr seid hier auf Lahoshi TV. Und wenn euch Themen rund um After Effects interessieren, dann lasst gerne ein Abo da und aktiviert auch die Glocke, damit ihr in Zukunft keine Videos mehr von mir verpasst. Keyframes sind ein Hauptbestandteil, wenn es darum geht, irgendetwas zu animieren. Dabei sind sie in ihrer Funktionsweise in jedem Programm so ziemlich gleich. In After Effects zum Beispiel lässt sich so ziemlich alles animieren. Sei es eine Grafik, eine Maske, eine Audiospur oder irgendeine Eigenschaft eines Effekts. Wenn ihr den Wert einer Eigenschaft verändern könnt, könnt ihr auch dort einen Keyframe setzen. Aber schauen wir uns das Ganze am besten direkt in After Effects an. Wie ihr hier schon sehen könnt, habe ich einiges für heute vorbereitet. Wir werden jedes Beispiel nach und nach abarbeiten. Aber erwartet keine allzu großen Animationen. Diese Beispiele sind im Prinzip nur dafür da, um euch zu zeigen, wie Keyframes funktionieren und welche Arten es gibt. In meinem ersten Beispiel habe ich mein Logo mitten in dieser Komposition platziert. Jetzt kann ich, indem ich zum Beispiel die Taste P auf der Tastatur drücke, die Eigenschaft Position aufrufen und am Anfang der Timeline einen Keyframe setzen. Das kann ich, egal für welche Eigenschaft in After Effects, mit dieser Stoppuhr hier machen. Ihr seht nun, dass die Stoppuhr blau markiert ist. Das bedeutet einfach nur, dass diese Eigenschaft einen Keyframe enthält. Wenn ihr erneut auf die Stoppuhr drückt, löscht ihr somit jeden Keyframe, der sich auf dieser Eigenschaft der Ebene befindet. In der Timeline seht ihr nun, dass sich ein Keyframe gebildet hat. Außerdem seht ihr auch hier links am Rand der Ebene, dass auch hier das Symbol für einen Keyframe aufleuchtet. Das bedeutet, dass ihr euch mit dem Zeitstrahl auf einen Keyframe befindet. Mit diesem Symbol könnt ihr überall in der Timeline auch weitere Keyframes setzen. Wenn ich nun in der Timeline einige Sekunden nach vorne springe und die Ebene bewege, sollte euch aufgefallen sein, dass sich automatisch ein neuer Keyframe gebildet hat. Ihr braucht also nicht nach jeder Bewegung auf das Keyframe-Symbol zu drücken. Ihr solltet jedoch vorsichtig sein. Mir ist es an meiner Anfangszeit oft passiert, dass ich versehentlich ein Objekt bewegt habe und es sich dann eben ungewollt bewegt hat. Wenn ihr basierend darauf eure Animation erstellt, kann das sehr frustrierend werden, wenn ihr das erst nach Stunden bemerkt. Aber zurück zum Thema. Ich habe nun eine kleine Animation zwischen diesen beiden Keyframes, in der sich mein Logo einfach von links nach rechts bewegt. Und so funktioniert der ganze Zauber. Das hier ist euer Startpunkt und das hier ist euer Zielpunkt. Alles, was zwischen den Keyframes passiert, ist die Bewegung. Ganz gleich welcher Art. Ich weiß, das klingt im ersten Moment extrem banal, aber ich möchte wirklich sicher gehen, dass ihr diese Funktion auch wirklich versteht. Denn es gibt in After Effects 3 verschiedene Arten von Keyframes, die ihr hier nutzen könnt. Der wäre zum einen der lineare Keyframe, den ich hier bereits schon angewandt habe, den Bezier Keyframe und den unterdrückten Keyframe. Und um das besser zu verstehen, wechseln wir einmal die Komposition. Hier habe ich eine und die gleiche Animation, aber eben mit 3 verschiedenen Keyframe-Arten. Wenn ich die Komposition abspiele, seht ihr, dass sich das linke Logo wie ein Roboter hin und her bewegt. Das mittlere Logo bewegt sich schon eher organisch. Es beginnt langsam, beschleunigt dann bis zur Mitte und bremst dann zum Ende wieder ab. Und das rechte Logo bewegt sich tatsächlich erst dann, wenn der Keyframe erreicht ist und der Wert sich entsprechend ändert. Doch der meistgenutzte und interessanteste Keyframe ist definitiv der Bezier Keyframe. Denn während sich bei den anderen beiden Keyframes das Objekt strikt zwischen beiden Keyframes bewegt bzw. springt, lassen sich Bezier Keyframes bis ins kleinste Detail manipulieren. Aber hey Eugen, was bedeutet eigentlich Bezier? Witzig, dass ihr fragt. Es handelt sich hier nämlich um den damaligen Autodesigner Pierre Bezier, der parametrische Kurven dazu nutzte, in den 60ern für Renault Autos zu designen. Unnützes Wissen Level 9000! Aber mit anderen Worten, Bezier gleich Kurven. Um euch zu zeigen, wie das Ganze funktioniert, bauen wir auf die Schnelle eine kleine Animation zusammen. Und wie ich bereits mal erzählt habe, arbeite ich in so Fällen gerne rückwärts. Aus dem einfachen Grund, da ich direkt sehe, wie und wo meine Animation endet. Daher setze ich auf Sekunde 2 einfach mal einen Keyframe bei der Position und bei der Drehung. Und am schnellsten mache ich das, wenn ich dazu die Tastenkombination Alt-Shift-P und Alt-Shift-R nutze.
Dann gehe ich mit dem Zeitstrahl bis an den Anfang, bewege mein Logo ein wenig nach links und drehe das Ganze zweimal entgegen dem Uhrzeigersinn. Und BAM! Animation. Um die Animation jetzt noch geschmeidiger wirken zu lassen, markiere ich alle Keyframes und drücke F9 für Easy Ease. Und auch hier haben wir jetzt 3 Möglichkeiten, die Keyframes zu beeinflussen. Die erste ist, wie schon erwähnt, Easy Ease. Die zweite Variante ist Easy Ease In. Und die dritte Variante ist Easy Ease Out. Nee, wunderschön sieht das aus, wa? Ich habe auch hier eine Demo-Animation erstellt, damit ihr leichter versteht, wo der Unterschied zwischen den 3 Varianten ist. Wie vorhin schon erwähnt, beginnt bei Easy Ease die Animation langsam, wird zur Mitte hin schneller und bremst zum Ende hin wieder ab. Bei Easy Ease In beginnt die Animation abrupt und bremst beim Erreichen des Keyframes ab. Bei Easy Ease Out ist es genau umgekehrt. Die Animation beschleunigt zu Beginn und stoppt abrupt beim nächsten Keyframe. Ihr könnt euch dazu eine kleine Eselsbrücke bauen. Easy Ease Out, vom Start weg, Easy Ease In, ins Ziel hinein. Noch deutlicher wird es, wenn man sich das Ganze auf einem Graphen ansieht. Ich habe die Keyframes genau so eingestellt, wie ihr sie hier in diesem Graphen seht. Und hier kann man leicht erkennen, dass die linearen Keyframes vom Anfang bis zum Ende konstant eine Geschwindigkeit halten, während die Bezier-Keyframes basierend auf ihrer Easy-Ease-Kurven die Geschwindigkeit variieren. Ihr solltet nun verstehen, wie Keyframes funktionieren. Tut ihr doch, oder? Und wenn nicht, schreibt mir gerne eure Fragen in die Kommentare, ich werde sie gerne beantworten. Ich möchte euch noch einige praktische Tipps zum Umgang mit Keyframes geben. Fangen wir allgemein mit den Keyframes. In diesem Beispiel möchte ich, dass sich das Logo von links nach rechts bewegt und dann wieder zurück. Das heißt, ich setze hier bei der Position ein Keyframe. Springe an den Anfang und bewege das Logo etwas nach links. Damit sich das Logo wieder zurückbewegt, müsste ich es hier eigentlich nur wieder an die gleiche Position schieben. Oder aber ich markiere die beiden Keyframes, kopiere sie mit STRG C, setze den Zeitstrahl an die Stelle, an der sich das Logo wieder zurückbewegen soll und füge die Kopie mit STRG V ein. Als nächstes klicke ich mit der rechten Maustaste auf die beiden markierten Keyframes und wähle unter Keyframe-Assistenten Keyframe-Reihenfolge umkehren. Der große Vorteil dadurch ist einfach, dass wenn ihr auf die Keyframes Easy Ease angewandt habt, die Kurven bestehen bleiben, die Werte aber einfach vertauscht werden. Unterdrückte Keyframes können auch durchaus nützlich sein. Wenn ihr zum Beispiel in einem Video nacheinander einige Stichworte einblenden möchtet, könnt ihr das mit nur einer Textebene machen. Ich habe hier bereits eine Textebene vorbereitet. Wenn wir nun den Eigenschaftenreiter für die Ebene öffnen, seht ihr nun den Menüpunkt Text. Wenn wir diesen öffnen, erscheint direkt als erstes die Eigenschaft Quelltext. Wenn wir hier nun die Stoppuhr aktivieren, bildet sich in der Timeline ein Unterdrücken-Keyframe. Das ist auch übrigens eins der wenigen Eigenschaften, die nur Unterdrücken als Keyframe unterstützt. Wenn ich nun etwas vorspule, kann ich hier einen anderen Text eingeben. Das könnte dann am Ende so hier aussehen. Herrlich, oder? Wenn ihr die Position einer Ebene animieren möchtet, so passiert das in alle Richtungen zugleich. Auch wenn ihr in den Diagrammeditor wechselt, bekommt ihr lediglich eine Kurve angezeigt. Es gibt aber auch Fälle, in denen ihr die X- und Y-Achse unterschiedlich animieren möchtet. Um das zu machen, klickt ihr mit der rechten Maustaste auf die Positionseigenschaft und wählt den Menüpunkt Dimensionen trennen. Jetzt werden euch auch im Diagrammeditor 2 Kurven für die Position angezeigt. Apropos Position. Wenn ihr die Position bearbeitet, könnt ihr auch den Pfad manipulieren, auf dem sich die Ebene auf dem Weg zum nächsten Keyframe bewegen soll. Dafür müsst ihr lediglich an den Kurvenziehern des jeweiligen Keyframes ziehen. Wenn die Zieher bei euch nicht aktiv sind, dann ist die räumliche Interpolation bei den Keyframes auf linear eingestellt. Ihr könnt diese aber auch ganz einfach mit dem Zeichenstiftwerkzeug wieder aktivieren, indem ihr im Kompositionsfenster mit gedrückter Maustaste auf einen Keyframe klickt und dann in eine beliebige Richtung zieht. Und wo wir schon von Interpolation sprechen,
In diesem Kontext definiert die Interpolation, um welche Art Keyframe es sich handelt. Hier wird zwischen der zeitlichen und der räumlichen Interpolation unterschieden. Die zeitliche Interpolation ist die Geschwindigkeit, die wir im Diagrammeditor beeinflussen. Die räumliche Interpolation hingegen ist der Pfad, den wir im Kompositionsfenster bearbeiten können. Ihr könnt die Keyframe-Interpolation übrigens auch manuell einstellen. Dafür klickt ihr mit der rechten Maustaste auf einen Keyframe und wählt den Menüpunkt Keyframe-Interpolation. Wie ihr seht, gibt es hier auch noch einen dritten Menüreiter. Dieser wird dann interessant, wenn ihr 3 oder mehrere Keyframes auf eine Eigenschaft anwendet. Wenn ihr die Eigenschaft auf zeitlich nicht fixiert ändert, werden alle Keyframes zwischen den beiden äußeren so geglättet, dass eine weiche Bewegung entsteht. Außerdem ziehen sich die inneren Keyframes relativ zu den äußeren Keyframes zusammen und auseinander, wenn ihr eine der beiden bewegt. Und noch ein ganz wichtiger Tipp. Ich wusste eine lange Zeit nicht, was die räumliche Interpolation beeinflusst. Und warum auch immer, hatte ich manchmal den Fall, dass wenn ich die Position mit mehreren Keyframes animiert habe, sich die Ebene plötzlich für einen Moment in die falsche Richtung bewegte und dann direkt in die richtige. Ich weiß nicht, ob After Effects das manchmal automatisch macht oder ich versehentlich etwas verkehrt gemacht habe, aber wenigstens weiß ich heute, dass es an der räumlichen Interpolation liegt. Wenn euch also dieses Phänomen auch schon mal passiert ist, braucht ihr lediglich den betroffenen Keyframe zu markieren, Rechtsklick, Keyframe Interpolation und dann setzt ihr den räumlichen Interpolation auf Linear. Das hätte mir vor vielen Jahren einiges an Ärger gespart, hätte ich das damals gewusst. Die Keyframe-Geschwindigkeit hatte ich ja bereits in einem anderen Video vorgestellt. Letztlich ist es das gleiche Prinzip wie im Diagrammeditor, nur dass ihr hier präzise Werte für eure Kurven definieren könnt. Außerdem könnt ihr im Keyframe-Assistenten eure Audiospur oder geschriebenen Expressions in Keyframes umwandeln, Keyframes basierend auf Daten erstellen lassen und so weiter. Diese Funktionen sind allerdings nicht wirklich relevant, wenn ihr einfache Animationen erstellen möchtet, wobei sich mit einer Audiospur coole Sachen machen lässt. Das aber in einem anderen Video. Das war, denke ich, heute einiges an Informationen. Trotzdem hoffe ich, dass ihr einiges aus diesem Video mitnehmen konntet. Und wie immer, wenn ihr heute etwas gelernt habt, dann liked dieses Video und wenn ihr noch Fragen zu diesem Thema habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und wenn ihr jetzt noch Zeit und Bock habt, warten diese beiden Videos hier an der Seite auch noch auf euch. Das war's mal wieder von mir. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video und tschüss!